Es gibt kaum ein Thema, was so viele Menschen beim Thema Kraftsport und Muskelaufbau polarisiert. Es ist das Thema, wie viele Wiederholungen ideal für den Muskelaufbau geeignet sind. Der eine ist überzeugt, dass nur ganz wenige Wiederholungen den Erfolg bringen. Andere haben gute Erfahrungen bei einer Wiederholungsanzahl zwischen 8 und 12 Wiederholungen gemacht und wieder andere führen über 20 Wiederholungen und mehr aus. Jeder Sportler macht seine eigenen Erfahrungen und so unterschiedlich gehen teilweise auch die Meinungen auseinander. Dabei ist die Antwort auf die Frage, wie viele Wiederholungen ideal für das bestmögliche Muskelwachstum sind, gar nicht schwer zu beantworten. In diesem Video geht es genau um die Frage, wie viele Wiederholungen nun optimal sind. Viel Spaß! Erstens. Training im Hypertrophiebereich. Das Ziel der meisten Kraftsportler und Trainierenden: mehr Muskelmasse und mehr Power. Zu diesem Zweck wird in den letzten Jahren das Training im Hypertrophiebereich immer bekannter. Unter Hypertrophie wird im Kraftsport das starke und übermäßige Wachstum von Muskelfasern und Gewebe verstanden. Durch eine erhöhte Belastung aufgrund intensiven Trainings vergrößern sich die Muskelzellen und die Muskelfasern und es kommt zu einer Volumenzunahme. In den meisten Lehrbüchern zum Muskelaufbau und im Internet findet man die Angaben, dass eine Wiederholungsanzahl zwischen 8 und 12 Wiederholungen ideal für den Muskelaufbau sind. Etliche Studien in den letzten Jahren haben mehrfach genau diese Frage untersucht und sind zu diesem Ergebnis gekommen. Hält man sich an diese Angaben, ist allerdings unbedingt die sogenannte Time under Tension zu beachten. Es handelt sich dabei um die in Deutsch genannte Belastungszeit, die eine Übung ausgeführt wird. Wer in 15 Sekunden ganz schnell 12 Wiederholungen durchführt, schafft zwar die vorgeschriebene Wiederholungsanzahl, belastet allerdings seine Muskeln nicht lange genug. Die Faustregel pro Satz, also pro Wiederholungsrunde, sind ca. 40 Sekunden. Die Muskelbelastung wird zum einen über die bewegten Gewichte, zum anderen auch über die Dauer der Belastung berechnet. Es ist also erforderlich, ein Gewicht für das Training zu wählen, mit dem du bei einer Wiederholungsdauer von ca. 40 Sekunden ca. 8 bis 12 Wiederholungen schaffst. Versuche, dich stetig zu steigern, indem du entweder bei jedem Training die Wiederholungsanzahl bis 12 schaffst oder die Ausführungszeit verlängerst. Schaffst du mehr als 12 Wiederholungen, bist du bereit für schwerere Gewichte. Als Pause zwischen den einzelnen Sätzen ist eine Dauer von ca. 60 bis 90 Sekunden ideal. Das Training im Hypertrophiebereich wird primär von Bodybuildern genutzt. Hier kommt es besonders auf das Aussehen der Muskulatur an, weniger um den tatsächlichen Nutzen. Zweitens. Training für mehr Kraft. Ist dein Ziel nicht primär der Muskelzuwachs, sondern auch die Erhöhung der Maximalkraft, solltest du auf eine Wiederholungsanzahl von 4 bis 6 Wiederholungen setzen. Bei dieser Wiederholungsanzahl werden besonders Muskelfasern des Muskelfasertyps 2 trainiert, die besonders die Maximalkraft verbessern. Achte hier auf längere Pausen zwischen den Sätzen, etwa 2 bis 3 Minuten, um dein Nervensystem zwischen den Sätzen zu normalisieren und sicherzustellen, dass wir nach der Satzpause auch garantiert wieder mit den Muskelfasern arbeiten, die wir auch trainieren wollen. Die Belastungszeit sollte bei ca. 20 bis 40 Sekunden liegen. Dieser Wiederholungsrhythmus wird vor allem von Kraftsportlern genutzt, die für Wettkämpfe wie zum Beispiel Gewichteheben trainieren. Hier kommt es weniger auf das Aussehen der Muskulatur und mehr auf den tatsächlichen Nutzen, also die Kraft an. Übrigens, mit einem Klick auf den Abo-Button sicherst du dir weitere kostenlose Informationen zum Thema Muskelaufbau, Ernährung und Gesundheit. Drittens. Training für mehr Kraftausdauer. Mit einer Wiederholungsanzahl von 15 Wiederholungen und mehr regst du besonders die Muskelfasern des Types 1 zum Wachstum an. Die sogenannten langsam zuckenden Muskelfasern werden bei starker Belastung selbstverständlich auch stärker, allerdings erhöht sich das sichtbare Muskelvolumen nur kaum. Dies ist auch der Grund, warum zum Beispiel Marathonläufer, die super trainierte Beine haben, kein starkes Muskelvolumen an den Beinen aufweisen. Beim Training im Kraftausdauerbereich sollte eine Belastungsdauer pro Satz von ca. 60 bis 100 Sekunden gewählt werden. Die Pausen zwischen den Sätzen sind mit 60 bis 90 Sekunden optimal gewählt. Viertens. Es kommt auf das persönliche Ziel an. Bei der Frage,
Welche der 3 Trainingsformen für dich persönlich die beste ist, kommt es daher ganz auf dein persönliches Trainingsziel an. Möchtest du möglichst schnell Muskelvolumen aufbauen, empfiehlt sich das Training im Hypertrophiebereich mit einer Wiederholungsanzahl von 8 bis 12 Wiederholungen. Trainierst du für einen Wettkampf und du möchtest möglichst viel Gewichte bewegen, ist das Training der Maximalkraft mit einer Wiederholungsanzahl zwischen 4 bis 6 Wiederholungen pro Satz ideal. Ist dir besonders die Alltagstauglichkeit deines Trainings wichtig, setze auf das Training im Kraftausdauerbereich mit einer Wiederholungsanzahl von 15 Wiederholungen und mehr. So viel zur Theorie. In der Praxis sind die genannten Bereiche natürlich nicht strikt voneinander getrennt. Wer das Maximale an Muskelaufbau herausholen will, sollte auf das Training aller 3 Trainingsarten setzen. Gerade wenn man grundsätzlich im Hypertrophiebereich trainiert und auf mehr Muskelvolumen setzt, kommt es irgendwann ganz automatisch dazu, dass man trotz regelmäßigem Training sich persönlich einfach nicht mehr steigern kann. Dieses Trainingsplateau kann dann überwunden werden, wenn die Trainingsroutine umgestellt und dann vermehrt auch die anderen Muskelfasertypen trainiert werden. Wer dann für mehrere Wochen auf zum Beispiel Maximalkraft mit weniger Wiederholungen setzt, wird dann mehr Kraft aufbauen und dann mit einem gesteigerten Kraftlevel zu seinen ursprünglichen Übungen zurückkehren können. Jetzt kann er genau dort weitermachen, wo er aufgehört hat. Um das Ganze einmal runterzubrechen, trainiere für den maximalen Muskelaufbau im Hypertrophiebereich mit 8 bis 12 Wiederholungen pro Satz. Darüber hinaus macht es Sinn, regelmäßig, aber spätestens bei einem Trainingsplateau die Wiederholungsanzahl zu reduzieren oder zu erhöhen. Neben dem Training ist die Ernährung ebenfalls sehr, sehr wichtig beim Thema Muskelaufbau. Warum gerade dem Harzer Käse in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle zukommt, erkläre ich dir in dem hier links eingeblendeten Video. Körperglück. Finde dein Körperglück.